Hallo, ich möchte euch heute die Bücher zeigen, die ich im August gelesen habe. Das waren insgesamt 2 Romane, eine Sammlung von Short Stories und ein Comic. Das Buch mit den Short Stories trägt den vielversprechenden, aber auch sehr ambitionierten Titel The Best American Short Stories und es ist von Roxane Gay editiert worden. Es ist die Ausgabe von 2018. Ich lese nicht so oft Kurzgeschichten, deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass es die allerbesten sind, weil ich es kaum mit anderen Kurzgeschichten vergleichen kann. Sie haben mir aber sehr gut gefallen und obwohl ich mich eigentlich nicht mit Schreibtechniken beschäftige, habe gemerkt, dass die Leute ziemlich gut Geschichten und Ideen verpacken können. Und das ist auch wieder der Vorteil an Kurzgeschichten, der mir aufgefallen ist, dass einfach auf einer 10-seitigen Kurzgeschichte so viele Ideen reingepackt sein können oder auch nur eine Idee, aber auf ganz viele unterschiedlichen Arten und Weisen betrachtet, was zum Beispiel in den Jugendromanen, die ich lese, auf 10 Seiten niemals passiert. Also diese Seiten in Kurzgeschichten sind oft viel geballter an Ideen und Informationen. Und deswegen habe ich dieses Buch auch im Laufe der letzten 2 Monate gelesen und immer wieder zur Hand genommen und nicht so an einem Stück durchgelesen, weil ich einfach jeder Geschichte ein bisschen Zeit lassen wollte, nachzuwirken. Und das haben tatsächlich sehr viele gemacht. Ich fand, es waren sehr viele unterschiedliche Geschichten dabei, sehr viele diverse Charaktere, oft auch Own Voice von den AutorInnen. Da steht hinten nochmal so eine Kurzbeschreibung von den AutorInnen drin. Und ich fand es auch interessant, dass ich manche Geschichten sehr beeindruckend fand, von denen ich die Bücher zum Beispiel niemals zur Hand gegriffen hätte. Also der Vorteil von Short Stories, diesem Format, ist mir nochmal klar geworden. Zum Beispiel ist da eine Geschichte über ein älteres koreanisches Ehepaar drin, das in den USA lebt und der Ehemann davon hat Alzheimer. Und die Überlegung, wie sich das auf den Mann und die Frau auswirkt, fand ich sehr interessant und habe ich sehr gerne gelesen. So als Buchprämisse hätte ich das Buch aber eigentlich nicht zur Hand genommen. Deswegen fand ich es interessant, so Geschichten zu hören, die ich sonst normalerweise eigentlich nicht lese. Das heißt, überraschend viele Geschichten haben mir sehr gut gefallen. Und damit zu den Romanen. Ich habe im August die Nixia-Reihe beendet. Das heißt, ich habe den letzten Teil gelesen, und zwar Nixia Uprising von Scott Trainton. Das ist ja eine Sci-Fi-Geschichte für Jugendliche. Es geht darum, dass die Menschheit inzwischen weite Strecken im Weltall reisen kann und eine Gruppe von Jugendlichen zusammengesucht wurde von einer Firma, um auf einen Planeten zu reisen und dort kostbares Metall abzubauen. Auf diesem Planeten, also der ist auch bewohnt, dort gibt es Aliens. Ich fand ja den ersten Teil sehr beeindruckend und war dann ein ganz klein bisschen enttäuscht vom zweiten Teil, weil er sich so verändert hat und für mich nicht mehr ganz so spannend war. Der dritte Teil ist dem zweiten Teil ziemlich ähnlich. Das kann einerseits auf jeden Fall auch damit zu tun haben, in welcher Form ich das konsumiert habe. Das erste Buch habe ich als Buch gelesen, den zweiten und den dritten Teil habe ich beides als Hörbuch gehört und tatsächlich fällt es mir schwerer, in einer Geschichte aufzugehen und mich so fesseln zu lassen von einer Geschichte, wenn ich es höre und nicht, wenn ich es lese. Aber es hat auf jeden Fall auch, würde ich sagen, inhaltliche Gründe. Und zwar im ersten Teil geht es viel um Emmett Atwater, also wir lernen den Charakter kennen, wir erfahren, wie er sich verändert durch die Erfahrung, durch diese Reise. Und es geht auch viel um Freundschaften und Gruppendynamiken und solche Dinge. Im zweiten Teil hat dann so eine inhaltliche Verschiebung stattgefunden. Es geht immer noch um Gruppendynamiken, da ist aber der Fokus auf so Mono-Hetero-Beziehungen und das finde ich nicht ganz so spannend. Und es geht auch viel um so Kämpfe und Kampfstrategien und solche Dinge. Und genau um diese beiden Dinge geht es auch im dritten Teil. Und ich finde einfach diese individuelle Charakterentwicklung und auch Freundschaft ein bisschen interessanter als so Kämpfe und Hetero-Beziehungen. Aber insgesamt fand ich es trotzdem, waren da interessante Ideen drin und ich fand es trotzdem spannend, sonst hätte ich die Reihe auch nicht so schnell beendet. Den zweiten Roman, den ich im August beendete, war How to Get Filthy Rich in Rising Asia von Mohsin Hamid. Das Ganze ist auch vom Cover her
wie ein Selbsthilfebuch aufgezogen. Also jedes Kapitel startet erstmal damit mit Ratschlägen und so philosophischen Ratschlägen, wie man reich wird. Aber dann ist es an sich die Lebensgeschichte von einem Mann, der in Asien lebt und reich wird. Wie bei Exit West hat der Autor hier nicht genauer benannt, wo diese Person lebt. Also es ist nur vage irgendwo. Und wie in den anderen beiden Büchern, die ich gelesen habe, nutzt er eine interessante, irgendwie für mich auf jeden Fall neue Erzählstruktur. Einfach, dass dieser Aspekt von Selbsthilfebuch in diese Geschichte eingeflochten ist, macht das Ganze sehr interessant für mich. So für mich erzeugt der Autor aber gefühlt in allen Geschichten so eine ähnliche Atmosphäre. Und Teil dieser Atmosphäre ist für mich auf jeden Fall auch, dass es eine sehr hetero-cis-männliche Perspektive ist, was sich dann zum Beispiel in manchen Aussagen über Frauen niederschlägt. Und das ist tatsächlich einfach eine sehr ungewöhnliche Perspektive für mich beim Lesen, weil ich sehr selten so etwas lese. Und ich weiß auf jeden Fall auch warum. Und die Erzählung über dieses Leben bleibt auf eine gewisse Art und Weise sehr oberflächlich, oder es gibt eher so Schlaglichter auf bestimmte Momente in dem Leben. Also dass die Person zum Beispiel ein Kind hat, also Vater geworden ist, das wird so nebenbei erwähnt und ist überhaupt kein wichtiges Moment im Leben von dieser Person hier, was mich überrascht hat. Insgesamt fand ich die Geschichte von ihm aber wieder sehr interessant, gut geschrieben, interessant geschrieben, und die Idee von dieser Geschichte fand ich sehr spannend und sie wurde so gut durch das Buch getragen. Damit zu dem Comic. Yes, I'm hot in this, the hilarious truth about life in a hijab von Huda Fahmy. Ich erzähle hier ja nicht oft von Comics, die ich gelesen habe, einfach weil ich sehr oft nichts dazu sagen kann. Dieser Comic hat mir aber sehr gut gefallen. Es ist keine durchgehende Geschichte, sondern es gibt immer eher so 1 bis 4 zusammenhängende Bilder, die dann oft so ein Wortspiel oder ein Witz oder so eine auf jeden Fall unerwartete Umdrehung der Situation reinbringen und dadurch lustig sind. Es geht zum einen offensichtlich um die Diskriminierungserfahrung von der Autorin durch antimuslimischen Rassismus in den USA. Und etwas überrascht hat mich auch, wie viel es um ihre Beziehung zu ihrem Ehemann geht. Die beiden sind sehr nerdig und sehr lustig zusammen. Ich habe jetzt eine Seite dieses Comics herausgesucht, in der beide diese Elemente drin sind. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr ja auch gerne kurz die Stopp-Taste drücken. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Einblick bekommen wollt, welche Art Humor die Autorin hat, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Instagram-Seite. Dort habe ich auch überhaupt erst von diesem Buch erfahren. Mir gefällt einfach der Zeichenstil. Zum Teil fand ich es auch recht informativ und auf jeden Fall fand ich es ziemlich lustig. Das waren die Bücher, die ich im August gelesen habe. Wie immer, wenn ihr Fragen habt zu den Büchern, dann stellt sie mir sehr gerne. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Leseseptember. Bis bald. Tschüss.